Die größten Helden der Geschichte sind diejenigen, deren Namen niemand kennt. Sie werden nicht an ihren Erfolgen gemessen, sondern an der Abwesenheit ihrer Misserfolge. Ihre besten Operationen sind Ereignisse, die niemals stattgefunden zu haben scheinen. In den schneereichen Bergen Colorados, an einem nebligen Montagmorgen, befinden sich nur wenige Menschen im Pine Ridge Schieß Club. Robert, ein alter Jäger, Lisa, eine junge Lehrerin und eine Frau, die sich bewegt, als wäre sie gar nicht wirklich da. Maya Rodriguez, Anfang 30, braune Haare zu einem unordentlichen Knoten gebunden, trägt einen fleckigen Kapuzenpullover und abgetragene Stiefel. Sie trägt einen billig aussehenden Rucksack, als käme sie gerade aus einem Second-Hand-Laden. Jede Bewegung ist bewusst gewöhnlich, von der Art, die keine Aufmerksamkeit erregt. Clubmanager Danny Kozlov, ehemaliger Spetsnaz-Offizier, der vor 10 Jahren nach Amerika eingewandert ist, beobachtet Maya vom Sicherheitsbüro aus. Er handhabt seit 30 Jahren Waffen, führt diesen Club seit 15 Jahren. Auf seiner Reise von Moskauer Straßen zu Colorados Bergen hat er gelernt, menschliches Verhalten zu lesen. Maya zieht Stück für Stück Gegenstände aus ihrer Tasche. Danny denkt zunächst, es sei ein Künstlerbedarfsset, aber dann fügen sich die Teile sorgfältig zusammen und offenbaren ein professionelles Scharfschützengewehr. Keine Standardmarke, maßgefertigt, wahrscheinlich Regierungsklasse. Mayas erstes Ziel ist 50 Meter entfernt. Einfache Distanz, aber ihre Schießposition erregt Dannys Aufmerksamkeit. Perfekte dreieckige Stütze, kontrollierte Atemtechnik, Platzierung der linken Hand. Das ist nicht Hobbyniveau, das ist militärische Ausbildung. Zweite Schussserie auf 200, genau ins Zentrum, perfekte Gruppierung. Dritte Serie auf 500 Meter, bei windigen Bedingungen. Maya benutzt keine Messinstrumente, aber berechnet Windrichtung und Geschwindigkeit, als würden ihr die Wetterbedingungen zuflüstern. Danny fragt sich, wie das möglich ist. Das ist unmöglich, murmelt Lisa, die junge Lehrerin in der Nähe, die von ihrem eigenen Ziel aufblickt. Danny nähert sich mit einer Kaffeetasse in der Hand. Gnädige Frau, Glückwunsch. Ich sehe selten Schießen auf diesem Niveau. Wo haben Sie das gelernt? Maya dreht den Kopf, kalte Professionalität leuchtet in ihren Augen. Danke, ich übe nur. Mein Vater hat es mir beigebracht. Aber Danny bemerkt das Abtastmuster in ihren Augen. Sie untersucht Ausgänge, gefährliche Winkel, Fluchtwege, hohe Punkte. Sie macht das reflexartig. Das ist keine Hobbyistin, das ist operative Intelligenz. Robert, der alte Jäger, nähert sich. Ich jage seit 40 Jahren, habe nie so ein Schießen gesehen. Was für ein Gewehr ist das? Maya lächelt höflich. Maßanfertigung, Familienerbstück. Danny richtet seine Aufmerksamkeit auf Mayas Hände. Es gibt Schwielenspuren, aber an den falschen Stellen. Das sind keine Jagdgewehrschwielen, das sind Sturmgewehrschwielen. Feine Schnitte an ihren Fingerspitzen, wahrscheinlich von Seil- oder Drahtgebrauch. Eine kleine Narbe am linken Handgelenk, die Art, die bei Schnellabseiloperationen entsteht. 2 Stunden später wird Mayas Konzentration durch einen Anruf unterbrochen. Sie zieht ein iPhone heraus, das stumm geklingelt hatte, schaut auf den Bildschirm und spricht flüsternd. Verstanden, morgen Nacht um 3, ich habe die Koordinaten. Sie legt auf und blickt um sich. Hat jemand gehört? Danny hat gehört. Außerdem ist Koordinaten kein ziviles Wort. Während Maya ihre Ausrüstung einpackt, geht Danny in sein Büro, um die Aufzeichnungen zu überprüfen. Mitgliedschaftsformular mit minimalen Informationen. Maya Johnson, örtliche Adresse, Barzahlung. Keine Telefonnummer, keine Referenzen. Formular vor 2 Wochen ausgefüllt. Echtheit fragwürdig. Danny überprüft die Überwachungskameraaufnahmen rückwärts. Mayas erste Ankunft. Aussteigen aus ihrem Auto. Eintreten durch die Tür. Jede Bewegung kalkuliert. Beim Aussteigen aus dem Auto scannt sie zuerst die Umgebung. Dann nimmt sie ihre Tasche. Beim Eintreten durch die Tür bemerkt sie Notausgänge. Das ist kein paranoisches Verhalten. Das ist Training. Entschuldigung, sagt Danny und nähert sich Maya. Es gibt einige Lücken in ihren Mitgliedschaftsaufzeichnungen. Könnte ich Ihren Ausweis und Ihre Schießlizenz sehen? Maya hält inne. Hört auf, Ihr Gewehr zu reinigen. Ich glaube, ich habe die zu Hause gelassen. Tut mir leid, aber die Clubregeln erfordern. Es gibt Colorado-Gesetze. Ich verstehe, sagt Maya ruhig, ohne überhaupt gestört zu scheinen. Ich bringe Sie morgen mit. Kein Problem. Aber Danny bemerkt die Veränderung in ihrem Gesicht, als hätte sie eine Entscheidung getroffen, als hätte sie begonnen, ihren nächsten Zug zu planen. In ihren Augen ist Berechnung. Während Maya ihre Ausrüstung einpackt, nähert sich Robert, der alte Jäger, erneut. Gnädige Frau, kommen Sie morgen auch? Es scheint, als hätten Sie Techniken, die ich lernen könnte. Maya lächelt, aber kalt. Vielleicht, meine Pläne sind variabel. Lisa, die junge Lehrerin, mischt sich auch ein. Ich komme morgen auch, ich möchte Ihnen ein paar Fragen stellen. Maya nickt, aber Danny bemerkt ihr Unbehagen. Sie zieht zu viel Aufmerksamkeit auf sich. Das ist nicht, was sie will. An diesem Abend bleibt Danny lange im Club. Er untersucht die Patronenhülsen, die Maya hinterlassen hat. Militärklasse, nicht auf zivilen Märkten erhältlich. Außerdem gibt es spezielle Markierungen auf den Hülsen, Charge-Nummern, die Regierungslieferung anzeigen. Mit seinen alten Spetsnaz-Verbindungen führt er einige Telefongespräche. Seine alten Freunde in Moskau arbeiten jetzt für private Sicherheitsfirmen. Er schickt ihnen Mayas Foto. Gesicht sieht nicht vertraut aus, sagt Alexei, aber der Stil ist definitiv operativ. Amerikanische Spezialeinheiten oder Geheimdienst, vielleicht Kontraktor. Danny überprüft die Überwachungskameraaufnahmen erneut. Er notiert das Kennzeichen des Autos, das Maya geparkt hat. Mietwagen, einwöchige Miete. Könnte eine virtuelle Identität sein.
Kurz vor Mitternacht, während Danny in seinem Büro Akten untersucht, hört er ein Geräusch von draußen. Schritte, sehr leise, aber für ein geschultes Ohr deutlich. Er zieht seine Waffe, schaut auf die Sicherheitsmonitore. Ein Schatten erscheint an der Tür. Maya, aber diesmal anders gekleidet. Ganz schwarze taktische Kleidung, Kevlar-Weste, Waffenhalfter am Bein, professionelles Operatorenaussehen. Danny, sagt Maya mit ruhiger Stimme und klopft an die Tür. Wir müssen reden. Können Sie aufmachen? Danny öffnet die Tür, hält seine Waffe sichtbar. Wer sind Sie wirklich? Maya tritt ein, bewegt sich mit sichtbaren Händen. Mein Name ist wirklich Maya Rodriguez, aber mein Nachname ist nicht Johnson. Polizei, FBI, DEA, komplexer. Maya nähert sich dem Fenster, schiebt den Vorhang beiseite und überprüft draußen. CIA, Abteilung für Spezialaktivitäten. Vor 6 Monaten habe ich mein Ziel in einer Operation getötet. Die Mitarbeiter dieses Mannes finden mich. Dannys Hand spannt sich an seiner Waffe. Sind Sie eine Attentäterin? Eine Mörderin? Nein, sagt Maya und blickt Danny direkt an. Ich bin eine Beschützerin. Mein Ziel war Viktor Kozlev, jemand, der Ihren Nachnamen trägt. Russischer Mafia-Anführer, Kopf eines Menschenhandelsnetzes. Er verkaufte Tausende von Kindern als Sklaven. Danny erstarrt, als er diesen Namen hört. Viktor Kozlev, er war mein Cousin. Maya ist überrascht. Was? Ich kam vor 10 Jahren nach Amerika und floh vor ihm. Er versuchte auch mich zu töten. Familienblutfehde. Danny senkt seine Waffe. Wenn Sie ihn getötet haben, schulde ich Ihnen Dank. Maya entspannt sich, bleibt aber wachsam. Haben Sie diesen Club gegründet, um vor ihm zu fliehen? Ja, niemand würde hier nach dem alten Danny Kozlov suchen. Ich wurde einfach Danny, der amerikanische Clubmanager. Das kann kein Zufall sein, sagt Maya. Ich wählte diesen Club, um versteckt zu bleiben. Aber es ist nicht mehr sicher. Danny versucht, diese Information zu verarbeiten. Was werden Viktors Männer tun? Sie werden mich finden und töten. Dann werden sie erfahren, dass sie hier sind. Sie werden sie auch töten. Maya pausiert und fügt hinzu. Deshalb kam ich, um sie zu warnen. Ich werde heute Nacht verschwinden. Neue Identität, neues Leben. Wir könnten zusammen fliehen, sagt Danny. Ich lebe dieses Leben seit Jahren. Ich bewege mich allein schneller. Aber seien Sie auch vorsichtig. Automotorgeräusche kommen von draußen. Maya geht sofort in Alarmbereitschaft. Schaut durch das Fenster. Zu spät, flüstert sie. Sie haben uns gefunden. Danny schaut auf die Monitore. 3 schwarze SUVs umzingeln den Club. Bewaffnete Männer steigen aus, rücken in professioneller Formation vor. Wie viele, fragt er. 12 Personen, schwere Waffen, koordinierte Bewegung, russische Spezialeinheiten oder Wagner-Gruppe. Maya zieht ein professionelles Sturmgewehr aus ihrer Tasche. Wo können Sie sich versteckt halten? Es gibt einen Keller, Stahltür. Gehen Sie dorthin, rufen Sie die Polizei. Ich halte Sie auf. Nein, sagt Danny und zieht seine eigene Waffe. Das ist auch mein Kampf. Ich habe Familie wegen Viktor verloren. Der erste Zusammenstoß beginnt am Haupteingang des Clubs. Maya gibt Präzisionsschüsse vom Fenster ab. Jede Kugel findet ihr Ziel. Danny bewacht den Hinterausgang. Jahre von Spetsnaz-Training kommen zurück. In den Keller, ruft Maya. Zu viele von ihnen. Das Paar zieht sich in den Keller zurück. Maya verriegelt die Stahltür. Danny richtet Kommunikationsausrüstung ein. Ich rief 119 an, auch FBI, sagt Danny. Aber dieser Ort ist abgelegen. Es dauert mindestens 20 Minuten. Wir haben keine 20 Minuten. Maya zieht ihr Funkgerät heraus. Control, hier ist Nightbird. Kompromittiert, sofortige Evakuierung benötigt. Stimme kommt aus dem Funk. Nightbird, QRF unterwegs. ETA 15 Minuten. QRF, fragt Danny. Quick Reaction Force, CIA's Notfallreaktionsteam. Explosionsgeräusche kommen von oben. Die Angreifer zerstören den Club, suchen nach ihnen. Sie kommen runter, sagt Maya und lauscht den Treppen. Danny öffnet den alten Geheimgang. Wir können durch diesen Tunnel raus. Er führt zu den Felsen. Du gehst, ich halte sie auf. Nein, wir gehen zusammen. Das Paar betritt den Tunnel. Er führt hinten zwischen den Felsen hinaus. Aber draußen warten auch Männer. Sie haben uns umzingelt, sagt Maya. Hubschraubergeräusche kommen aus der Ferne. Maya lächelt. Sie kamen rechtzeitig. 3 Black Hawk Hubschrauber umzingeln das Gebiet. Das Quick Reaction Force Team der CIA greift in den Konflikt ein. Professionelle Operation. Minimaler ziviler Schaden. 30 Minuten später ist das Gebiet sicher. 8 Angreifer getötet. 4 verhaftet. Maya und Danny werden von FBI-Agenten verhört. Mayas Identität wird bestätigt. Agent Alexandra Alex Morrison. 10 Jahre CIA-Erfahrung. Zahlreiche erfolgreiche Operationen. Es tut mir leid, sagt Maya zu Danny. Ich habe sie in diese Sache hineingezogen. Nein, sagt Danny. Ich war bereits darin. Ich rannte vor Viktor davon. Sie haben ihn beendet. Eine Woche später setzt Danny normale Aktivitäten in seinem Club fort. Schäden repariert, Sicherheitssystem erneuert. Alex kommt ein letztes Mal, diesmal in offizieller Kleidung. Danke, sagt sie. Ohne Ihre Hilfe hätte ich vielleicht nicht überlebt. Wo gehen Sie jetzt hin? Neue Aufgabe. Bürojob in Washington. Keine Feldarbeit mehr. Alex pausiert. Wenn Sie interessiert sind, die CIA braucht erfahrene Leute, die Russisch sprechen. Danny überlegt dieses Angebot. Vielleicht. Das Leben nimmt manchmal unerwartete Richtungen. Viktors Netzwerk wurde vollständig zerschlagen. Sie sind jetzt sicher. Sind Sie sicher? Ja, jetzt bin ich es. Neue Identität, neues Leben. Aber es ist schön, Menschen wie Sie getroffen zu haben. Als Alex sich zum Gehen vorbereitet, blickt sie ein letztes Mal zurück. Danny, manche Menschen arbeiten im Schatten für die Gesellschaft. Sie haben einen von ihnen getroffen. Können Sie dieses Geheimnis bewahren? Danny nickt zustimmend. Die im Schatten sind immer unter uns. Man muss nur wissen, wie man sieht. Epilog. Neue Leben.
6 Monate später führt Danny immer noch den Club, arbeitet aber jetzt als Berater mit der CIA. Er hilft dabei, Operatoren zu identifizieren, die mit falschen Identitäten kommen. Eine junge Frau kommt zum Club, sehr ähnlich wie Alex. Sieht gewöhnlich aus, aber ihre Schießtechnik ist perfekt. Danny nähert sich. Sind Sie neu hier? Ja, ich bin gerade in die Stadt gezogen. Sarah Wilson. Danny lächelt. Dieser Name könnte auch falsch sein, aber es ist ihm egal. Willkommen, Sarah. Sie schießen gut. Danke, ich liebe es zu üben. Danny beobachtet sie. Vielleicht ist das jemand anderes, der im Schatten arbeitet. Vielleicht wird er morgen wieder Telefongespräche hören. Vielleicht wird er wieder einen nächtlichen Besucher haben. Aber er ist jetzt bereit. Er ist jetzt Teil dieser Welt. Und das ist der Ort, wo Helden im Schatten einen sicheren Hafen finden können. Als Alex' Auto verschwindet, blickt Danny auf seinen Club. Das ist nicht mehr nur ein Schießstand. Es ist ein Ort, wo Helden bei Bedarf trainieren können, sichere Zuflucht finden, ihre wahren Identitäten verbergen können. Und wer weiß, vielleicht kommt morgen jemand anderes, der gewöhnlich aussieht, aber außergewöhnliche Fähigkeiten hat. Danny weiß jetzt, wie er schauen, wie er helfen soll. Denn manche Kriege werden an unsichtbaren Orten geführt, manche Helden bringen Opfer, von denen niemand weiß, und manche Siege werden nie gefeiert. Aber Danny ist jetzt Teil von ihnen, Wächter der Schatten.